Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, die Lyrics, den Deep Dive darin und alles, was noch so zur Musik dazugehört. Und heute möchte ich euch ein Stück von Token ähm, nahebringen. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, damit wir über alles sprechen können, was mir so in diesem Song aufgefallen ist. Bevor es jedoch losgeht, sind mir zwei Sachen wichtig. Zum einen, die Themen, die in diesem Song und auch in meiner quasi Analyse vorkommen, ähm, können Trigger-Content beinhalten. Das heißt, es geht hier um Themen, die auch Traumathemen beinhalten. Es geht um Grenzverletzung, sexueller Übergriff im Sinne von Experimentieren, mit Experimentieren gestartet, aber eben auch Überredung, und dem Trauma, was daraus entstanden ist und den Folgen, die daraus wiederum entsprungen sind. Mir ist ganz wichtig, Token stellt dieses Lied zur Verfügung, und zeigt sich darin sehr, sehr persönlich, sehr persönliche Erfahrungen von sich selbst. Und alles, was ich hier sage, dient nicht dazu, Token zu analysieren und zu diagnostizieren. Dafür kenne ich ihn auch einfach nicht gut genug. Haha, nämlich gar nicht. Ich kenne ihn nur, wie viele andere auch, einfach von seinen Songs und vielleicht von ein paar Interviews. Ich habe mir auch Interviews angeguckt. Das, worum es mir geht, ist, die Perspektiven zu erweitern. So viele Möglichkeiten, so viele ähm, Denkansätze wie möglich mit reinzubringen. Ne? Also was könnte bestimmte Sachen gemacht haben mit Token? Wo könnte es hingeführt haben? Und da werden ganz viele Sachen bei sein, die nichts mit Token zu tun haben. Und es werden vielleicht Sachen bei sein, die etwas mit Token zu tun haben. So. Und ich habe keine Ahnung, welche davon auf ihn zutreffen. Und darum soll es hier auch nicht gehen, sondern ja, die Erweiterung unserer Perspektive und der Interpretation, die dieses Lied mit sich bringt. Und dabei belasse ich es jetzt erstmal und wir starten einfach in den Song. Und ich werde ihn erstmal ein bisschen anspielen lassen und dann mit euch die ersten Zeilen durchgehen. Na dann, los geht's. Entschuldigt nochmal, bevor es losgeht. Also, bevor es jetzt wirklich losgeht. Wenn ihr heute das Gefühl habt, boah, irgendwie bin ich ein bisschen feinfühliger, das sind heute nicht meine Themen, total in Ordnung. Entweder kommt ihr an einem anderen Tag wieder oder es ist einfach vielleicht auch nicht das richtige Video für euch. Und dann achtet auf euch und nehmt euch raus, sorgt für euch. Ja. Und ansonsten starten wir jetzt. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, Superbad American Pie, Hollywood Signs, Triple X Search raised me, I'm your baby. Mom left my dad. Ich höre hier schon auf. Weil allein der Refrain so viel enthält, was wir uns angucken können. Ne? Und natürlich wird jedem vielleicht so ein bisschen klar sein, worauf er anspricht. Und auch hier, ich werde nicht alles auch gecheckt haben. Aber lasst uns so ein bisschen mal durchgehen. Internet Trolls raised me. Ich habe gedacht, es kann in zwei Richtungen gehen. Einmal, dass sie quasi eine Form von Vorbildfunktion eingenommen haben. Das heißt, er ist damit groß geworden zu sehen, wie die Trolle überall unterwegs gewesen sind, ihre Kommentare gelassen haben, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie mit den Mitmenschen umgegangen sind, was die Wortwahl war. Und vielleicht hat ihn das geprägt, in seiner Art, selbst mit Menschen umzugehen, im Internet auf andere Menschen zu reagieren. Genau. Und die zweite Möglichkeit ist, dass er schon sehr früh mit seiner Kunst begonnen hat und auch quasi sichtbar gewesen ist mit seiner Kunst in sehr jungen Jahren und dort wahrscheinlich schon die ersten Internet-Trolls sich gemeldet haben, um zu kommentieren, um ihn klein zu machen, um
ihm all das zu sagen, was sie halt so zu sagen haben. Und das hat sein Selbstbild geformt, das hat sein Bild von den Menschen geprägt, die auch auf ihn schauen, so. Und vielleicht hat es auch das Bild auf seine Kunst geprägt. Hm, und er wurde dadurch quasi erzogen. Der zweite Part, Ads Raised Me, also Werbung. Es ist ganz spannend, ne? Wenn man jetzt guckt, es gibt ja dann die Fernsehwerbung und dann gibt's aber auch noch mal die Internetwerbung und manchmal matcht es, manchmal nicht. Aber auch da, Werbung ist ja oft sehr im Materialismus verhangen. Also, was brauche ich noch, um glücklich zu sein, um ein zufriedener Mensch zu sein, um alles zu haben, was ich brauche, um besonders klug zu sein, ne? Oder eben auch immer dieses Mangeldenken, ne? Ich brauche noch etwas, damit ich dann endlich mal genug bin, damit ich endlich mal glücklich bin, ansonsten gehöre ich nicht dazu. Und das prägt einen. Das prägt nicht nur Kinder, sondern alle, auch uns Erwachsene. Hm, aber Kinder eben noch mal viel mehr. Dritter Punkt, Nickelodeon und Dan Raised Me. Dan wird die Anspielung auf Dan Schneider sein, der so Sachen wie iCarly und Victorious auf Nickelodeon gemacht hat und der quasi mehr oder weniger in den Skandal verwickelt war, dass er hinter den Kulissen auch grenzüberschreitend mit den Kindern war, mit den jungen Mädels war. Dass es, ja, nicht altersgerecht quasi ablief. Ähm, Ich würde es erstmal so stehen lassen. Aber ja, ne, Nickelodeon als Kindersender bekannt. Das, was eigentlich noch unschuldig ist. Und gleichzeitig diese ganzen Teenie-Sendungen, wo Jugendliche genau diese Dynamiken von Liebe, von Sexualität, von sexy Klamotten und all diesem Krempel so dargestellt werden, dass das irgendwie das Normale ist, ne? Und dass das die neuen Werte sind und mh, dass so die Jugend aussieht. Jesus. Dann haben wir den Punkt von American Pie und Superbad. Superbad hatte ich selber nie gesehen, aber die Filme von American Pie kenne ich. Und ich habe ein bisschen nachgeguckt und Superbad geht wohl auch in eine ähnliche Richtung. Dass es auch dort viel um Sexualität ging, Teenager, wie sie in die Pubertät kommen, wie es ums Thema Sex geht, wie sie versuchen, an Sex ranzukommen, wie sie Frauen manipulieren, austricksen, um an Sex heranzukommen. Und dass das völlig in Ordnung ist, sogar lustig ist, irgendwie. Mm, Wie sich Jungs blamieren und was das richtige Jungsbild ist, dass man da ähm, dann auch wirklich abgreift. So, ja. Und auch davon wurde er erzogen, von diesem Film. Das sind die ersten Eindrücke, die er so mitgemacht hat. Und dann haben wir noch Hollywood Signs Raised Me. Also auch da die ganze Welt von Hollywood. Die großen, reichen, schönen, erfolgreichen Menschen. Und das, wie sie dargestellt werden in den Medien, wie ihr Leben ist. So perfekt. Und dann haben sie halt ganz viel Geld und dann können sie sich alles leisten und dann sind sie halt glücklich und machen ihre Arbeit und werden von allen geliebt. Das ist das Bild, was uns verkauft wird. Und oft genug ist es ja alles andere als das. So. Aber das wird nicht in den Medien gezeigt. Oder dann als, jetzt ist er durchgedreht. Jetzt ist irgendwas ganz komisch mit dem Star und jetzt ist er krank. Ja. Und dann haben wir noch als letztes Triple X Search Raised Me. Ich muss gestehen, ganz am Anfang habe ich gedacht, Triple X, das ist doch ein Film mit Vin Diesel. Und habe auch da gedacht, ja, auch da unrealistisches Bild, ne? Heiße Frauen und geile Autos und der Superheld, der irgendwie dann als Bad Boy quasi alle rettet. Aber dann Triple X, XXX für Sex und die Suche nach Pornos quasi. Hm, Das ist ja viel prägnanter. Und ich meine, inzwischen, oder eigentlich können wir generell darüber streiten oder reden. Wir müssen nicht mal streiten, wir können darüber reden. Ähm, Wie gut wir das wirklich von den Kindern weghalten können. Früher gab es gar keine
Sicherheitsmaßnahmen kamst du halt sofort auf die Seite. Und inzwischen gibt es dann dieses, bist du wirklich schon über 18? Dann klicke jetzt hier, dass du über 18 bist und dann kriegst du Zugriff zu allen Videos. So, ähm, das ist ja nur für die ganz, ganz ehrlichen Kinder, die dann noch klicken, oh nein, stimmt, ich bin noch nicht 18. Das heißt, die Sicherheit sozusagen, unsere Kinder davon fernzuhalten, ist nicht besonders gut gegeben. Liegt dann natürlich auch wieder in der Verantwortung der Eltern, bestimmte Seiten vielleicht zu blockieren, eine bestimmte Kontrolle aufrechtzuerhalten. Aber Kinder sind ja sehr kreativ und technikaffin. Aber ja, gerade 90er, 2000er, da war das alles noch nicht. Und da waren auch noch ganz andere Videos unterwegs, ne? Da ging es noch nicht viel um Konsens. Das Bild, was dort von Sexualität geprägt wurde, hat ja sehr wenig mit der Realität zu tun. Und dennoch gibt es Generationen, die mit dem Glauben aufgewachsen sind, dass das die Realität ist, wie Sexualität gelebt werden sollte, miteinander. Und da ist viel Performance-Druck auch, was ich als Mann abliefern muss, was ich als Frau abliefern muss, wie es auszusehen hat, wie es zu sein hat, wie ich zu stöhnen habe, wann und wie ich zu kommen habe, all diese Sachen. Dieses völlig übertriebene Gestöhne, so all die ganzen Positionen, und das ist ja eigentlich, ne, es ist eine Performance, es ist kein Liebesakt, der gezeigt wird. Es wird keine Nähe gezeigt, es wird kein liebevolles Miteinander gezeigt. Oder nur an sehr, sehr wenigen Videos oder auf ganz bestimmten Plattformen, die aber erst mit der Zeit entstanden sind. So. Genau. So, das heißt, wir haben einmal Token und so viele andere Kinder, die von Medien erzogen wurden. Und es muss nicht mal unbedingt was damit zu tun gehabt haben, dass die Eltern nicht anwesend gewesen sind. Vielleicht haben sie auch ihre Erziehung gemacht. So. Es gibt viele Eltern, die wirklich gute Erziehung machen, aber die gegen die Medien einfach nicht ankommen. Keine Chance, einfach allgegenwärtig. Und selbst wenn gute Eltern dann vielleicht auch mal eine Phase haben, wo sie mal nicht perfekt da sein können, dann sind die Medien so schnell dran und haben einen riesen Einfluss. Ja, lass uns erstmal weiterhören. Lang genug gequatscht, schon gleich für den Anfang hier. Search raised me, I'm your baby. Mom left my dad and never talked to a man again. Just to paint a picture how the marriage went. And that's just what I thought what every marriage was. I still would call it love, but I never saw them touch. And I knew it wasn't sex, I only seen them kiss once. But married for 20 plus, when I was young, if it was nudity in movies, mama put some anger to it. Little did she know that I wasn't a stranger to it. Ja, lasst uns anfangen. Wir haben viel vor. Also, was hat er in diesen ersten Zeilen gelernt? Über die Liebe, über die Ehe, über Sexualität. Er hat gelernt, oder er könnte gelernt haben, wenn man sich liebt, dann ist man verheiratet. Aber das heißt nicht automatisch, dass man deswegen liebevoll miteinander umgeht, sich berührt, sich mal küsst, irgendwie Sex hat, was das Kind ja oft dann doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise mal mitkriegt. Also es gab keine Zuwendung, keine körperliche Zuwendung. Ich weiß nicht, wie es auf der mentalen, psychischen Ebene war, ob sie liebevoll miteinander geredet haben, Spitznamen, Kosenamen füreinander hatten, dass es auf der Ebene vielleicht eine Zuwendung gab und nur auf der körperlichen Ebene nicht. Aber manche Paare haben nicht mal das. Das heißt, es wird zwar von Liebe gesprochen, so, ich liebe dich, aber da ist so wenig Emotionalität drin, so wenig Zuneigung, so wenig, was man irgendwie auch was mit Sexualität verknüpfen könnte, was als Vorbild gelten könnte oder dienen könnte. Was habe ich noch? Er könnte gelernt haben, wenn die Ehe kaputt geht, dann bleibt eine Person mindestens allein. Vielleicht emotional zerbrochen, frustriert, wütend, abgehärtet, abgekühlt, irgendwie sowas. Und man sucht sich dann niemanden mehr. So, man liebt nur einmal vielleicht. Das könnte
könnte eine Idee sein, die daraus hervorgeht. Oder dass die Liebe so schmerzhaft ist, dass man nie wieder auf die Suche geht, weil das will man nicht noch einmal erleben. Ähm, und da das ja aber getrennt oder gekoppelt von Sexualität ist, super, dann habe ich halt nur Sex und suche lieber keine Liebe. So, weil das macht mich kaputt. Oder er hat gelernt, die Ehe macht die Liebe kaputt. Ja. Mm. Und dann ist ja auch noch die Frage, das, was wir so ein bisschen vielleicht wissen, ne? Wie war die Beziehung auch zwischen den beiden? Ähm, Der Vater schien Probleme mit vielleicht Wut, Aggression zu haben. Vielleicht hatte er auch Probleme mit Drogen, Alkohol, anderen Dingen, Spielesucht oder man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Vielleicht war er ständig weg. Vielleicht ist deswegen die Liebe bei der Mutter verloren gegangen. Vielleicht war sie einfach nur völlig überfordert. Vielleicht war die Wut irgendwann überwogen und alles kaputt gemacht. Und manchmal braucht es nicht mal diese Sachen und die Liebe geht trotzdem einfach weg. So. Genau. Mm. Und dann auch die Frage mit der Sexualität. Mm. Tolkien sagt, dass wenn in Filmen, die der mit seiner Mutter geguckt hat, Nacktheit oder vielleicht sogar auch Sexualität in irgendeiner Form gezeigt wurde, dass sie wütend wurde. Und auch das kann verschiedene Gründe haben. Ne? Es kann einmal sein, dass sie selbst mit ihrer Sexualität konfrontiert wurde, die nicht mehr stattfand oder die unbefriedigend war. Und das hat sie wütend gemacht. Es kann sein, und ich glaube, das ist das, worauf er anspielt, dass sie wütend war, weil sie es nicht für altersgerecht gehalten hat, weil sie hat ihm ja dann quasi gesagt, guck da nicht hin, guck weg. So. Und deswegen wütend wurde, dass in vielleicht Filmen, in denen sie das nicht gedacht hätte, sowas vorgekommen ist. Und es könnte sein, dass sie vielleicht selber erinnert wurde an Sexualität, die sie vielleicht mit ihrem Mann gelebt hat. Oder an ihre Sehnsucht eigentlich nach Sexualität, die sie nicht mehr leben konnte. Und das hat sie frustriert und wütend gemacht. Ja. Und wie er so schön sagt, wenn man einem Kind sagt, guck da nicht hin, dann versucht das Kind da hinzugucken. Das ist genauso, wenn ich euch sage, denk nicht an den rosa Elefanten. Was ist das Bild, was du dann im Kopf hast? Naja, der rosa Elefant. Guck da nicht hin, lenk den Fokus auf, da ist etwas, was man angucken könnte, aber ich darf es nicht. Und ich darf es nicht, macht immer Neugier. Was steckt denn dahinter? Was ist da das Problem? Was ist da, was ich nicht sehen soll? Und deswegen geht automatisch, nicht weil wir nicht gehorchen wollen oder weil wir böse sind, sondern automatisch geht der Blick dorthin, der Fokus, und wir wollen es doch sehen. Und allein dieses Verbot macht es halt noch interessanter. Das könnte wiederum dazu geführt haben, dass er eine höhere Faszination dafür entwickelt hat. So. Genau. Lass uns weiterhören. Ich glaube, ich habe alles. Doch einen Punkt habe ich noch. Und zwar kann es auch sein, dass es die Mutter wütend gemacht hat, weil natürlich in ihr der Punkt ist von, die Gesellschaft sagt, es ist nicht gut für das Kind, so früh mit Sexualität konfrontiert worden zu sein. Oder es ist ein schambehaftetes Thema, generell. Ne? Ich meine, wie viele Eltern haben richtig Bock darauf, ihre Kinder aufzuklären? Es ist ein Thema, was generell schambehaftet ist. Wir finden es unangenehm, wenn die Kinder so direkte Fragen einfach stellen und so in die Tiefe gehen und alles genau wissen wollen. Aha, warum? Aha, und wieso das? Und wir kommen in Verlegenheit, weil wir auch selber natürlich immer wieder ein Thema in unserem Erwachsenenleben mit Sexualität und mit Scham und mit Schuldgefühlen und anderen Geschichten, die darum verknüpft sind, zu tun haben. Und allein das, dass die Mutter vielleicht einfach vermeiden möchte gern, dass ihr Sohn irgendwas in diesem Alter schon mit Sexualität sieht, damit er ihr keine unangenehmen Fragen stellt. Und außerdem sagt ja auch die Gesellschaft, Kinder in dem Alter sollten mit sowas noch nicht konfrontiert sein. Das ist schädlich. So. Genau, jetzt aber lasst uns weiterhören.
to it. Little did she know that I wasn't a stranger to it. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, Superbad American Pie, Hollywood Sounds, Triple X search raised me, I'm your baby. I was infatuated with sex when I was 6. Mom blamed it on the music, so CDs were edited. But it wasn't the CDs, the privacy intrigued me. You look when they say don't look. So I was 8 scribbling pictures of a naked body till the teacher found my notebook. She had to make sure my home's good, so I was put in therapy. Imagine a therapist studying an 8-year-old's rendition of naked breasts. I was always questioned, especially cause I only grew up with women present. My therapist put down his pad during one session and asked if I ever thought about my mom and my sister naked. Ich würde hier schon mal Pause machen. Und ich habe gerade bemerkt, ich habe schon vorgegriffen. Aber da kommen wir jetzt dann eben nochmal zu. Also, fangen wir erstmal an. Er hat mit 6 sich in Sexualität verliebt. So. Was bedeutet das? Es ist wirklich etwas, was problematisch ist. Wir haben von uns aus, von der Entwicklung her, von der menschlichen Entwicklung, haben wir schon sehr, sehr früh als Kinder Phasen, wo wir unsere Lust entdecken. Und Lust außerhalb von Sexualität. Wo Kinder ihren Körper präsentieren, wo sie Erwachsene widerspiegeln, nachahmen, wo sie sich selbst berühren, ihre Geschlechtsteile quasi erkunden, entdecken. Und das ist erstmal ein ganz natürlicher Prozess, der überhaupt nichts Krankhaftes mit sich bringt. Aber wir sind schnell davon überfordert, weil es uns mit etwas konfrontiert, was wir als schambehaftet internalisiert haben. So. Wir haben das abgespeichert. Und außerdem kommt natürlich der Punkt, so Gott, mach das nicht. Du könntest ja irgendjemanden erregen, irgendetwas könnte passieren, irgendwas ufert aus, irgendeine schlechte Erfahrung, die dabei rauskommt, irgendwas, was kaputt geht, weil das Kind zu unachtsam mit sich selbst war oder mit irgendwelchen Sachen. Und deswegen wird relativ schnell dieses Erkunden und Experimentieren untersagt. Und die Kinder lernen sehr schnell, oh, das macht man nicht, das darf ich nicht, das ist irgendwas, wofür ich mich schämen sollte, was schlecht ist. Und wenn er zu der Zeit, ich glaube, er hat ja sehr früh von seiner Schwester schon CDs und sowas bekommen, ne? Da war die Mutter verunsichert, hat gesagt, aha, vielleicht ist es von diesen ganzen Rappern, die da über Sexualität und sowas sprechen. Ich nehme ihm mal die CDs weg, dann hört die Faszination auf. Aber da kommen wir auch wieder zu dem Punkt von, guck da nicht hin. Ne, was er sagt, eigentlich kam die Faszination von dem Verbot auch. Und auch alleine, dass sie sagt, ey, hier, das ist irgendwie, dass du so fasziniert mit Sexualität bist. Finde ich nicht gut, dann muss ich dir wohl deine CDs wegnehmen. Das Verbot macht dann wieder etwas. Und dann kommt der Punkt mit 8, wo er fasziniert ist mit Frauenkörpern und Brüste zeichnet. Und dann wird geguckt, ist das normal? Ist da irgendwas passiert? Verantwortung von Lehrern, die sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall abchecken, ob da alles in Ordnung ist. So. Und das, was passiert, er kommt in Therapie. Weil er sowieso auch schon ein bisschen auffällig war, vielleicht mit der Aggression, mit der Wut, von der er in den Interviews auch immer mal wieder spricht. Aber eigentlich gibt es hier erstmal nur ein Kind, was Brüste malt. Und es gibt so viele Kinder, die so viel Unterschiedliches malen. Und natürlich, ne, gibt es Kunsttherapie und all diese Dinge, die das interpretieren sollen, was in der Psyche so vor sich geht. Aber allein, und das ist das Spannende, ne, es kann gut und wichtig sein, dass ein Kind auch so früh schon in Begleitung gerät. Ich würde nicht sagen, therapiert wird. So, weil ich glaube, das, was passieren kann, wenn man in so einem jungen Alter quasi schon therapiert wird für ein Problem, und das Problem ist Brüste zeichnen, dann wird es pathologisiert und das Kind internalisiert oder lernt, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Irgendwas stimmt da nicht mit mir. Alle machen sich Sorgen um mich. I was always questioned.
Alles, was ich gemacht, gesagt habe, wurde hinterfragt, ob da irgendwas nicht stimmt. Ob da irgendwas in meiner Familie nicht stimmt, ob irgendwas mit mir nicht stimmt. Ob ich irgendwie krank bin. Das heißt, er lernt über sich, ich bin nicht normal, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe irgendein komisches, krankhaftes Verhältnis zum Thema Sexualität und zu Frauenkörpern und mir muss geholfen werden. Und das mit 8 Jahren oder 9. So, das ist, kann man gut drüber reden. Und gleichzeitig, ne, wenn da tatsächlich etwas stattgefunden hätte, irgendein sexueller Übergriff, dann wäre es gut gewesen, dass es den Lehrern aufgefallen ist, dass er in Therapie geschickt werden würde, ne, damit er irgendeine Möglichkeit hat, das, was er erlebt, zu verarbeiten. Und vielleicht nicht unbedingt im Sinne von drüber sprechen, da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, ne, im Sinne von bewegungstherapeutischen Sachen und so, um bestimmte Energien rauszulassen. Es kann wichtig dafür sein, um herauszufinden, ob und wo es tatsächlich einen Täter gibt. Aber vielleicht war der sexuelle Übergriff oder die Faszination dann auch gar nicht durch irgendeine Person, sondern vielleicht wirklich durch die Medien und das frühe Finden von irgendwelchen pornografischen Seiten. Aber es wird natürlich auch schnell bei den Eltern geguckt, was ist da bei den Eltern los. Und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Aber es wird so schnell über das System Medien hinweggeschaut, was uns so sehr prägt. Und es wird wenig thematisiert. Immer mehr inzwischen, aber an sich noch viel zu wenig. So. Dazu kommt, und das fand ich ganz spannend, weil Token auch selber sagt, er wurde mit Dyslexie diagnostiziert. Und Menschen mit Dyslexie, ähnlich wie andere neurodivergente Menschen, ne, mit ADHS, mit Hochsensibilität und so weiter und so fort, nehmen ihre Umwelt anders wahr. Und jetzt zum Beispiel auch eben Menschen mit Dyslexie, aber eben auch andere, haben eine hohe Kreativität, haben ein ausgeprägtes visuell-bildhaftes Denken, woher die Faszination wiederum vielleicht von Token kommen könnte, weil er die Bilder gesehen hat und sie versucht hat, selbst auszudrücken, das, was er da verarbeitet. Es gibt meistens eine größere Faszination für die Welt um sich herum. Und manchmal hat das nichts mit der Neurodivergenz an sich zu tun, sondern vielleicht mit den traumatischen Erfahrungen, die er vielleicht vorher schon gemacht hat. Und vielleicht nicht Token, aber andere Kinder, die schwierige Verhältnisse erlebt haben. Okay. Ja, lasst uns weiterhören. Put down his pad during one session and asked if I ever thought about my mom and my sister naked. I don't remember what I said, I just remember the feeling of realizing my mom and sister were big breasted. I broke out crying, I couldn't stop and I didn't know why. It's funny which memories stick with you. I was 9. Keep going. When I was 12, I started hanging with older kids. They would tell me things and they would show me things. Teachers always said I had an old soul. Must have been just my soul, cause my brain didn't know a thing. A mutual friend led me to this older kid's house. We were in his basement, 2 other older kids round. When my homie left, I should have left, but I stayed there. Didn't know these kids well, but I felt safe there. Shouldn't have felt safe there. Dirty conversations about the girls in their grade where people lost virginities. Me, I ain't even kissed yet. I didn't even think about getting my wet. That night I was talked into doing things I ain't wanna do. A lot of I don't knows, a lot of come on dude, a lot of no one's even gonna know, a lot of closing eyes, a lot of long showers and no appetites. Internet trolls raise me. Ja, lasst uns das Stück für Stück durchgehen. So. Ältere Freunde ab 12. Auch da, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo es Probleme gibt, wo es schwierig wird, dann werden Kinder manchmal schneller erwachsen. So. Manchmal, wenn sie selber in die Elternrolle gehen und versuchen, für ihre Eltern da zu sein und sie emotional auszugleichen oder Verantwortung für die Taten zu übernehmen.
dann geht es sehr schnell in die Richtung, dass Kinder sehr schnell erwachsen werden und versuchen, alles zu verstehen, alles zu hinterfragen, zu reflektieren, sich selbst, ihre Eltern und darüber wesentlich reifer wirken, als sie es eigentlich sind auch, ne? Und aber auch schneller reifen. Und trotzdem wirken sie mal oft genug älter, als sie es wirklich auch im Kopf sind. Ähm, Das heißt, dieser Satz mit der Old Soul, dass manche Lehrer gesagt haben: „Du scheinst eine alte Seele zu sein“, könnte genau damit zusammenhängen. Und vielleicht meint er das auch, ne, ja, das mag sein, dass ich eine alte Seele habe, aber mein Gehirn wusste nichts. So, ähm, und auch den Satz finde ich sehr spannend, weil es geht auch dort in 2 Richtungen, die man das sehen kann. Ähm, Eben genau diesen Punkt, dass er schneller erwachsen werden musste, um ganz viel zu verstehen und gleichzeitig das Gefühl hatte, er versteht nichts. Weil egal wie sehr er versucht hat, seine Eltern zu verstehen, auf sie einzugehen, sie emotional auszugleichen, sich selbst emotional irgendwie auszugleichen und sich selbst zu verstehen und seine Reaktion, seine eigene Wut, seine eigene Aggression, sein Gefühl, von dem er auch immer wieder spricht, nicht in diesem Song, aber in Interviews, dass er irgendwie nicht so richtig reinpasste, nicht so richtig dazugehörte in die Schule, zu den Menschen. Irgendwie war er anders. So. Das ist ein Gefühl, was oft mit so Traumageschichten einhergeht. Also gerade wenn es um Komplextrauma geht, nicht so einzelne Situationen, wie er sie ja dann trotzdem auch später erfahren hat. Ähm, aber das Gehirn hat trotzdem noch nicht die Lebenserfahrung, hat eigentlich noch nicht das Verständnis. Mm, Und was es aber auch sein kann, und das fand ich auch ganz spannend, ist, er erzählt ja quasi etwas später, aber ich nehme es jetzt einmal vorweg, ähm, dass er das Ereignis lange Zeit weggedrängt hatte, vergessen hatte, nicht mehr in seinem Kopf hatte, bis es dann irgendwann wieder hochkam. Das heißt, sein Brain wusste von nichts, sein Gehirn wusste von nichts. Und nochmal zur Old Soul. Er ist ja früh in Therapie gekommen, mit 6. Nee, mit 8. Ähm, und wenn du da schon anfängst zu reflektieren, Fragen zu stellen über dein Verhalten, dich selbst in Frage zu stellen, selbst in Frage gestellt zu werden, ja, natürlich wirkst du dann reifer, weil du einfach sehr früh damit begonnen hast, ähm, dich damit auseinanderzusetzen, mit Identitätsfragen, mit Fragen über dein Leben, über deine Emotionen, über dein Verhalten. Das ist eigentlich nichts, was ein Achtjähriger macht. So. Oder Achtjährige. Genau. Mm. Und deswegen wahrscheinlich auch die älteren Freunde. Wenn du reifer dich verhältst, dann kannst du mit Gleichaltrigen nicht mehr viel anfangen. Dann passt du da halt nicht mehr rein. In dieses unbedarfte, unbeschwerte. So. Und dann kannst du plötzlich mehr mit Älteren was anfangen. Aber eigentlich gibt es noch einen Teil in deinem Gehirn, der dafür noch gar nicht bereit ist. Und der noch nicht so weit ist. Und dann wird es natürlich wiederum schwierig. Dirty conversations about girls. People lost virginity. I ain't even kiss yet. Da steckt schon wieder so viel drin, ne? Zum einen die Dirty Conversations. Was hat er dort als Junge gelernt? Was hat er für ein Frauenbild bekommen? Was hat er gelernt, wie man als Junge oder als Mann auf Frauen schaut? Auch allein, ne? American Pie, da sind wir auch wieder. Das wurde dann quasi nochmal auch bestätigt. Ähm, Dass es da um Sex ging, um Frauen rumkriegen, und das fand ich sehr spannend, People lost their virginity. Da bin ich so ein bisschen nochmal aufmerksam geworden, gerade auch bei der Übersetzung. Entjungfert werden, Unschuld verlieren. Das sind extrem prägende Worte. So, das sind Worte, die implizieren, dass ich etwas sehr Wertvolles verliere. Und es gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, beziehungsweise Jungs und Mädchen. Mm, Das heißt, vorher bist du noch unschuldig und danach bist du
Schuldig? Das ist die Frage. Bist du dann bist du befleckt. Dann kannst du nicht mehr zurück. Du hast deine Unschuld verloren. Und auch das Wort Entjungfert fand ich ganz spannend. Die Jungfer an sich steht eher für Reinheit, für etwas Begehrenswertes, etwas ganz, ganz Zartes, Wundervolles. Und es wird dir dann genommen durch Sexualität. Wenn du zu lange bis zu einem gewissen Alter keinen Sex hattest, also zu lange gewartet hast, dann bist du eher eine alte Jungfer und dann ist es schon wieder nichts Reines und Schönes mehr, sondern dann ist es eher so, ey, warum hast du so lange gewartet? Bist du ja so prüde? Das heißt, du musst genau das richtige Zeitfenster abwarten, um dich schuldig zu machen und trotzdem nicht zu sehr dafür zu beschuldigt zu werden oder ausgelacht zu werden. Das heißt, du kannst es nur falsch machen. Das Gleiche gilt ja auch, ne? Lost Virginity. Ich habe es verloren. Es geht immer darum, oder auch Taking Virginity fand ich auch spannend, ne? Ich nehme dir das. Das hat wiederum etwas mit Macht zu tun. Ich habe die Macht, jemanden das zu nehmen. Und ich meine, in den meisten Fällen sprechen wir da eher davon, dass der Mann der Frau die Unschuld nimmt oder sie entjungfert. Aber es geht ja auch umgekehrt, ne? Also der Junge hat seine Unschuld verloren oder lost his virginity. Das heißt, das, was gemacht wird, ist, es wird zum einen ein ganz hoher Standard, ein ganz hoher Wert draus gemacht und gleichzeitig, du sollst auf jeden Fall Sex haben, das ist ganz, ganz wichtig und am besten guckst du, dass du so schnell wie möglich, besonders als Junge, da irgendwie rankommst und die Frauen rumkriegst. Und gleichzeitig gibt es halt eben diese Wortwahl, dass du etwas Wertvolles verlierst. Und es kommt nie wieder zurück. Ja, das fand ich sehr spannend. Mm, ja, und dann eben das Ereignis in diesem Haus von dem Bekannten quasi, von diesem Älteren, wo irgendwie anscheinend 3 Jungs irgendwie noch rumhingen und es dann eben in diese Überredung ging, komm, lass uns doch mal ausprobieren. Ach komm schon, das erfährt doch sowieso niemand. Nur mal probieren. Hab dich mal nicht so. Und viel die Augen davor verschließen, viel irgendwie einfach dieses komm, Augen zu und durch. Man will jetzt nicht der Spielverderber sein oder man will ja nicht uncool sein oder ja, ist eine gute Frage. Auch da gibt es sicherlich noch mehrere Denkmöglichkeiten. Hm, und gleichzeitig versteht das Kind oder der Jugendliche in dem Alter noch nicht so richtig, was passiert, weil, wie er sagt, ich habe noch nicht mal geküsst gehabt. So, ja. Hm, a lot of long showers and no appetites. Ich fand das ganz spannend. In einem der Interviews hat Token gesagt, ich habe schon immer viel und gern gegessen. Das braucht echt viel, damit ich keinen Appetit habe. Und das drückt es so schön aus, ne? Das, was da passiert im Gehirn, ist halt so überwältigend, dass das Gehirn es nicht richtig verarbeiten kann. Es kann es nicht ablegen in vergangen und weg und gut verarbeitet, sondern es ist so überwältigend, dass das ganze Nervensystem alle Eindrücke, alle Wahrnehmungen der Situation komplett aufsplittet und irgendwo hin schmeißt quasi und es dann immer wieder entweder hochkommt oder komplett verdrängt wird, weil es immer noch zu überwältigend wäre für den aktuellen Verstand. So, und erst wenn der Verstand in einem gewissen Zustand ist, wo es das vielleicht halten könnte, dann kann es hochkommen. Oder wenn man mit einem bestimmten Thema, Geruch, Trigger, was auch immer konfrontiert ist, dass es dann plötzlich hochkommt. Ja, Long Showers, Unreinheit, da sind wir auch wieder bei der Reinheit. Es wurde ihm genommen, die Reinheit, und er fühlt sich unrein. Das, was gemacht wurde, fühlt sich dreckig an und er will es abwaschen, aber es ist in ihm drin und er kriegt das nicht abgewaschen, kriegt das nicht weg. Und das, was dann kommt, ist halt die Verdrängung. So, weil er es nicht verarbeiten kann, nicht damit umgehen kann.
Und es wäre auch nochmal spannend, die Long Showers und No Appetite, war das direkt nach dem Ereignis, wo es passiert ist? Oder hat er es eigentlich quasi mehr oder weniger sofort verdrängt und es kam dann, als es wieder hochkam, im Alter von 22 und die ersten Bilder wieder hochkamen, die ersten Erinnerungen, dass dann die Long Showers und No Appetites kamen. Beides ist möglich und vielleicht ist es auch beide Male genauso gewesen. So, genau. Weiterhören. A lot of closing eyes, a lot of long showers and no appetites. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, super bad American Pie, Hollywood signs, triple X search raised me, I'm your baby. I just started dropping music at the time, writing love songs about a girl I hope to find, playing Wayne tapes, knowing I could never say the first body to touch my body looked just like mine. It's funny which memories end up sticking with you, cause I forgot it even happened till I turned 22. Then it all came back and it felt brand new, wondering if it plays a role in relationships I pursue, or is it just a distant memory that never left a mark. One night my homie had some questions at the bar. He said, why do all of your girls look fresh out of a magazine? I said, it's just my type. He said, I feel you, but I mean, what if the perfect girl for you was normal looking? Would you do something? I said, what? He said, it just feels like you're trying to prove something. And you know that everyone knows you well, so maybe you still trying to prove something to yourself. What are you still trying to prove? Lasst uns das durchgehen. Ich werde nicht alles machen, aber habe ich ja vorher auch nicht. Lass uns nochmal zu dem Punkt gehen, mit 22 kamen die Erinnerungen zurück. Soweit ich das noch in Erinnerung habe aus dem Interview, kam es wieder, als er gerade einen Song geschrieben hat über ein spezifisches Thema. Ich habe den Song noch nicht gehört, aber ich schätze mal, dass es vielleicht in so eine ähnliche Richtung ging, wo es um Übergriff ging oder um Kindheit, Jugend. So. Und wenn so ein Trigger kommt und die ganzen Erinnerungen wieder hochkommen, dann fühlt es sich so an, wie er sagt, als wäre es brand new, ganz neu. Plötzlich ist es da und es fühlt sich an, als wäre es auch jetzt. So. Also zum einen wusste er nicht mehr, dass es passiert ist und plötzlich ist die Erinnerung da und es ist ganz neu für ihn. Aber es ist auch oft so, dass das Gehirn die Erinnerung so hoch spült, als wärst du jetzt gerade wieder in dieser Situation. Und du kannst nicht auseinanderhalten, was jetzt echt ist und was nicht. Du bist einfach mitten in den Emotionen wieder drin, gefühlt in der Situation, obwohl du vielleicht gerade einfach nur auf der Couch sitzt oder am Tisch sitzt und irgendwas schreibst. So. Und das kann sehr, sehr überwältigend sein. Und so ein Trigger kann ja alles Mögliche sein, ne? Worte, Gedanken, es können Geräusche sein, es können Gerüche sein, es kann ein bestimmtes Körpergefühl sein, es kann ein bestimmtes Wort sein, es kann eine Tonlage, Stimmlage sein. Das ist sehr breit gefächert. So. Und dann würde ich gerne noch an den Punkt gehen von, spielt es eine Rolle in den Beziehungen, die ich führe, mein Erlebnis? Das ist ja eine Frage, die er stellt. Und es kann durchaus sein, muss nicht sein, aber es ist durchaus valide, diese Frage zu stellen. Es kann auch da in verschiedene Richtungen gehen, wie sich das äußert. Ne? Es kann sein, dass er anfängt, aufgrund des, was er erlebt hat, Dinge in der Sexualität oder in der Partnersuche oder in Partnerschaften zu vermeiden. Also Sachen, die er erlebt hat, Sachen, die Trigger sein könnten, bestimmte Gerüche, wo er von sich aus Abstand genommen hat, weil ihn das vielleicht an damals erinnert hat, ein bestimmtes Aussehen und so weiter und so fort, was er gemieden hat, weil ihm das einfach irgendwie unsympathisch war. Es muss nicht mal bewusst gewesen sein. Ja? Aber irgendwas hat das mit ihm gemacht und das fand er gar nicht cool. Es kann sein, dass es sich in der Art und Weise, wie er Sexualität lebt, äußert, dass er bestimmte Sachen vermieden hat, bestimmte Positionen, bestimmte Sachen, die bei ihm gemacht wurden, bestimmte Sachen, die er machen wollte, sollte, wie auch immer, dass er die
gleich weggeschoben hat. Es kann sein, dass es dazu geführt hat, dass er angefangen hat, generell Nähe und Verbindung in Sexualität zu vermeiden, weil das wiederum zu nah gewesen wäre, zu viel mit Emotionalität verbunden und das wiederum vielleicht ein Trigger sein könnte und Panik von ich muss hier weg, ich will mich nicht so nah fühlen mit Sexualität. Aber es kann auch sein, dass er durch diese Erfahrung unbewusst Dinge forciert hat. Also im Sinne von Sexualität nutzen, um das Gefühl zu haben, ich bin wieder unter Kontrolle. Also ich habe die Kontrolle auch hier über das Gesamte. So. Es kann sein, dass es dazu diente, die Kontrolle über die Nähe und die Distanz zu haben. Wie viel lasse ich zu? Ähm, Es kann sein, dass er innere Anspannung reguliert hat mit Sexualität. Also viel Sexualität leben, Orgasmus, um andere innere Anspannung abzubauen. Es kann sein, dass es ihm Bestätigung gegeben hat in seiner Sexualität. So. Ähm, Dass er Sexualität noch leben kann, dass Sexualität Spaß macht, dass er ein begehrenswerter Mann für Frauen ist. Aber da kommen wir nochmal gleich zu. Und dass sich das eben dadurch zeigt, dass er halt viele Partner hat, viel Sex hat. Und mit Partnern meine ich nicht unbedingt gleich feste Beziehung, sondern es kann auch einfach sein, dass er viele Sexualpartner einfach nur hatte. Weil Nähe, Distanz, komm mir nicht zu nah. Ich will keine Verbindung, kann das nicht eingehen. Und es muss nicht mal was mit dem Trauma in diesem Haus von diesem Typen gewesen sein, sondern es kann ja auch das Vorbild von seinen Eltern gewesen sein. Oder wie man Sexualität lebt, was er gelernt hat in den Medien und den Pornos. All das wird ihn geformt haben. Genau. Und dann kommen wir noch zu dem Punkt, die Partnerwahl. Da wird es ihn vielleicht auch beeinflusst haben, ne? Wie er sagt, diese besonders attraktiven Frauen sind halt einfach mein Typ. So. Aber womit könnte das zusammenhängen? Auch da haben wir die Möglichkeit, ne, dass es zum einen einmal was mit den Medien zu tun hat. Was wird uns gelehrt? Was wurde ihm gelehrt? Was das richtige Frauenbild ist, mit dem man Sex hat, was attraktiv ist. Und was sind die, die eher Loser sind oder mit denen man sich nicht abgibt oder die nicht schön genug sind. Der Versuch, sich damit selbst aufzuwerten. Und die Aufwertung einfach generell so in der Gesellschaft, um vielleicht, wenn er sich sowieso schon nicht so zugehörig fühlt, darüber irgendwie dazu zu gehören. So. Er hat auch schöne Frauen. Aber auch sich in seiner Sexualität zu bestätigen. Ne? Nach dem Ereignis, dieses, ey, der erste Körper, den mein Körper berührt hat, sah genauso aus wie mein Körper. Und wenn er jemand ist, der sich nicht an sich mit Homosexualität, sondern mit Heterosexualität identifiziert. Und er hat aber dieses Erlebnis, was ihn stark geprägt hat, was etwas Unangenehmes, Negatives in ihm hinterlassen hat, dann kann es sein, dass er einfach die ganze Zeit versucht, sich zu bestätigen, dass er nicht homosexuell ist, sondern heterosexuell. Und dass er sich wiederum auch die Bestätigung von diesen wunderschönen Frauen holt, die ihn auch als Mann sehen, als heterosexuellen Mann, mit dem man Sex hat und die auch mit ihm Sex haben wollen, ganz viel. Und dass seine Sexualität dadurch normal ist und dass nichts Schlimmes mit ihm ist. Was wiederum auch noch aus diesem irgendwas stimmt mit mir nicht, ich habe anscheinend irgendein komisches Verhältnis zur Sexualität aus der Therapie kommen kann. Dass er sich die ganze Zeit beweist, nein, ich bin normal. Ich bin normal, ich habe die heißen, tollen Frauen. Ich bin ein ganz normaler, attraktiver Mann. Und ich habe einfach Sex. So, da ist keine Verwirrung, es ist alles gut bei mir. Ja, und als abschließenden Punkt, weil er auch in einem Interview die Frage mit reingebracht hat, was ist überhaupt Attraktivität? Was bedeutet das? Woraus baut sich das zusammen? Und er hat das so schön gesagt und hat gemeint, man kann in bestimmten Punkten sicherlich hinterfragen und manchmal ist es einfach nur die körperliche Anziehung. Und dann ist da nichts Tieferes oder anderes irgendwie drin. Und damit hat er auch recht, bis zu einem gewissen Grad. Und lasst uns mal genau auf dieser Ebene bleiben.
Das wäre die biologische Ebene, wo unser System tatsächlich einfach erstmal nur schaut, was es attraktiv findet. Und das sind verschiedene Faktoren, die manchmal einfach sehr ursprünglich sind, nämlich sieht mein Partner gesund aus, sieht er stabil aus, sieht er irgendwie safe für mich aus, scheint er gute Gene zu haben, die ein gesundes Kind zur Welt bringen. Und das kann ja auch in beide Richtungen gehen, ne? Also Männer- und Frauenrichtung. Oder habe ich das Gefühl, irgendwas ist da komisch? Das ist ein Punkt. Und das machen wir an so vielen Dingen fest, ne? Einmal das Aussehen. Wie symmetrisch ist das Gesicht? Gibt es irgendwelche Erkrankungen, die man der Person ansehen kann? Wie ist die Körperhaltung? Wie ist die Ausstrahlung von der Person? Wie spricht sie? Ist mir die Stimme angenehm? Ist sie mir unangenehm? Ähm, Was haben wir noch? Der Geruch und der Geschmack ist tatsächlich auch sehr wichtig. Es gibt Leute, die können wir einfach nicht riechen. Und das ist nicht, weil die stinken. Gut, manche stinken schon, aber nicht alle. Ähm, Sondern weil irgendwas in uns, unsere Biochemie, nicht mit der Biochemie des anderen Menschen übereinstimmt. Und deswegen gibt unser System das Zeichen von, nee, nee, der stinkt, mit dem wollen wir nicht, der passt nicht zu uns. So. Und es ist gut, dass wir das haben. Und manchmal ist der Geruch ja schon allein auch ein Zeichen von, da ist jemand vielleicht selber in einem schlechten Zustand, gestresst, getriggert, was auch immer, psychische Erkrankung, körperliche Erkrankung. Das wirkt sich ja auf unser Schweißsystem aus, wie wir auch riechen. Wenn wir unter hohem Stress stehen, dann riecht unser Schweiß eher unangenehm. Und auch das transportieren wir natürlich, das kriegt der andere irgendwie auch mit. Das hat nicht unbedingt immer was mit mangelnder Hygiene zu tun. Genau. Dann haben wir den Punkt der Psychologie. Da sind wir unter anderem bei dem, was ist mir vertraut, wie bin ich aufgewachsen. Meine Eltern, wie haben die gerochen, wie haben die ausgesehen, was hatten die für eine Sprache. Aber auch Vergleiche mit ehemaligen Partnern und Partnerinnen. Was waren welche, die ich besonders gut fand, was waren welche, die ich nicht so gut fand, was hat die ausgemacht? Und dann stelle ich Vergleiche an, ja, der hat immer so und so gesprochen, fand ich total schwierig mit diesem Partner am Ende, deswegen der Neue da, der spricht genauso, das will ich lieber nicht. Dann haben wir aber auch die Medien im psychologischen Bereich, die uns immer wieder erziehen, so, Kinder mehr als uns Erwachsene und dennoch auch uns Erwachsene, genug. Und aber auch das Psychologische im Sinne von, was sind eigentlich meine Werte, die ich leben möchte? Was ist das, was mir wichtig ist im Leben? Ähm, Was habe ich für Hobbys? Bin ich kreativ? Habe ich ein positives Denken eher oder ein kritisches Denken? Habe ich ein komplexes Denken oder will ich einfach nur Freude im Leben haben? Oder was ist das, was mich ausmacht und was mein Leben ausmachen soll? Und dementsprechend suche ich mir natürlich einen Partner, den ich da auch drin wiederfinde. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr spannend oder fand es sehr spannend, jetzt hier auch bei der Vorbereitung auf das Lied und die Interviews gucken. Es gibt einen Teil in mir, der sich total mit bestimmten Punkten von Token wiederfindet. Und wo ich mich total angesprochen fühle und denke, boah, was für, was für ein interessanter Mensch. So. Ich entdecke in ihm etwas, was mir entspricht, was Teile von mir widerspiegelt. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jemand, der gerne tief denkt, der gerne reflektiert, komplexe Schichten auseinanderdröselt und verstehen will, dann glaube ich das in den Interviews mit Token wiederzuerfinden und dass ihm das auch wichtig ist. Und dann entsteht sofort so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und so eine Sympathie, so, ey, was für ein cooler Typ. Von dem will ich mehr machen. Weil dann kann ich mich mehr mit dem auseinandersetzen, was ich liebe, was ich an mir auch liebe und was ich lieben will und erleben will. Und das ist so schön an Künstlern wie Token, Ren, NF. Sie bieten eine kreative Plattform, wo Menschen sich wiederfinden können. Und ich meine, das machen alle. Nicht nur die tief denken und über schwere Themen sprechen, sondern auch die ganzen normalen Künstler, die Songs über Liebesschmerz machen oder über Tanzen gehen oder ich habe ein krasses Leben mit viel Geld und vielen Bitches und was auch immer. Je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, was man für Werte hat, wird man jemanden finden, mit dem man sich identifizieren kann, wo man sich drin wiederfinden kann und den man dafür feiert. Und das ist so wichtig an Kunst.
und an Künstlern, dass sie Projektionsflächen für uns bieten, mit denen wir uns identifizieren können, wo wir uns wiederfinden können, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht allein. Wir gehören dazu, zu irgendwem, irgendwas. So. Genau. Und dann gibt es natürlich aber auch noch den traumafokussierten Part, ne? Was Attraktivität ausmacht. Manchmal ist es einfach, dass wir versuchen, immer, oder was heißt unbewusst eher, immer wieder uns in Situationen manövrieren, wo wir vermeintlich etwas wiedererleben, was wir schon kennen. Zum einen, weil es uns vertraut ist und weil wir wissen, wie wir dann damit umgehen. Und vielleicht, weil wir auch versuchen, dafür irgendwie eine Lösung zu finden, es besser zu machen, es anders zu machen. Ähm, aber eben auch zu gucken, was bringt mir Sicherheit? Wähle ich einen Partner, der mir das Gefühl gibt, hier bin ich sicher? Manchmal ist es ja so, nicht immer, manchmal ist es so, dass Frauen, die besonders so nach dem Standard, diesem Beauty-Standard erfüllen, dass sie sehr an diesem Punkt sind, wo sie so ein bisschen die Verbindung und die Nähe zu sich selbst verloren haben und nicht so gut aufbauen können und eher auf der oberflächlichen Ebene suchen. Und das ist jetzt sehr, sehr grob ausgedrückt von mir. So. Auch dort gibt es ganz viel Unsicherheit, ganz viele tiefe Schichten, ganz viel, was diese Menschen erlebt haben, dass sie an den Punkt gekommen sind, dass sie das Gefühl haben, sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, sich präsentieren, um geliebt zu werden, um dazuzugehören, um anerkannt zu werden. Und manche Frauen sind einfach schön, weil sie von innen heraus das ausstrahlen. Nicht, weil sie sich zurechtmachen, weil sie sich schminken oder was auch immer für Klamotten tragen, ähm, sondern einfach, weil sie mit sich selbst im Reinen sind und dadurch wunderschön und anziehend sind und attraktiv sind. Und es ist die Frage, ne, wenn Token die Frage stellt, inwiefern beeinflusst mich auch immer noch mein Erlebtes in meiner Partnerwahl, in dem, was ich attraktiv finde. Kann es sein, dass er sich Frauen raussucht, die vielleicht dann eher auch nicht so viel mit Nähe anfangen können, wo man gut auf Distanz bleibt, wo alles so ein bisschen oberflächlich ist und es viel auf Spaß haben, Sexualität leben hinausläuft. Vielleicht sucht er sich aber auch jemanden, mit dem er ganz explizit Nähe leben kann, weil es das ist, was er so sehr vermisst. Hm, vielleicht hat er das Gefühl, dass er nirgendswo wirklich dazugehört oder dass niemand so richtig zu ihm passt. Keine der Frauen passt wirklich zu ihm und gleichzeitig sehnt er sich nach Nähe, also sucht er sich einfach regelmäßig viele Frauen in der Hoffnung, dass da mal irgendjemand dabei ist und er zwischendurch wenigstens über die Sexualität Nähe leben kann und Verbindung spüren kann, sich spüren kann, mit seinem Körper spüren kann. Auch das, ne? Sexualität kann einfach dazu dienen, das, was durch das Trauma vielleicht abgespalten wurde, wo er vielleicht nicht mehr so das Gefühl oder den Zugriff drauf hatte, sich dadurch wieder spüren zu können durch Sexualität mit Frauen oder durch eine bestimmte Art von Sexualität. Auch da kommen wir auch wieder in verschiedene Bereiche, wie Sexualität gelebt werden kann. Ja, so. Und jetzt lasst uns noch den letzten Rest hören. Und dann kommen wir zum Ende. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, super bad American pie, Hollywood signs, triple X search raised me, I'm your baby. Ja,
fand es nochmal ganz, ganz spannend, wenn wir uns das jetzt nochmal, ne, so diesen Abschluss anhören. Das, was Token erwähnt, ist zum einen eben die Beeinflussung durch Medien, Filme, Pornos, Hollywood-Stars, Werbung, Internetrolle. Dann die Beeinflussung durch die Ehe und Sexualität, wie sie durch seine Eltern vorgelebt wurde. Und die Beeinflussung durch ältere Jugendliche und das sexuelle Ausprobieren, Schrägstrich, grenzüberschreitende Erleben. Weil er selbst hat gesagt in einem Interview, er weiß nicht, wahrscheinlich war der ältere Junge, der das mit ihm gemacht hat, selbst in irgendeiner Experimentierphase und wusste selber nicht so richtig, wie er das einsortieren soll oder was er da eigentlich macht. Und das kann sehr gut sein. Ja. Und es kann durchaus sein, dass er trotzdem ein Gefühl dafür hatte, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Ich meine, er hat ja schließlich auch gesagt, das wird niemand erfahren, es bleibt alles hier unter uns, keine Sorge. Das heißt, es gab schon ein Gefühl dafür, ne, dass das irgendwie was Stranges ist. Und die Art und Weise, wie es halt passiert ist mit, ach komm und mach schon und ist halt schwierig. Aber in der Jugend sind wir halt auch noch viel von Hormonen beeinflusst. Und das noch viele Jahre. Das heißt, sowohl Token als auch der andere Typ, mit dem das passiert ist, die werden unter immensen Hormonbeeinflussungen gewesen sein. Da sind die Emotionen sowieso völlig weit oben und das Gehirn kann nicht so viel strukturiert und reflektiert arbeiten und verarbeiten. Da ist sowieso alles nochmal wesentlich intensiver. Und er hat auch erzählt, die Geräusche, die man am Ende hört, ist von einem Video aus seiner Kindheit, was sie irgendwie wiedergefunden haben. Und er fand das irgendwie schön, das wieder einzuspielen, so diese Unschuld, diese Kindlichkeit, glaube ich, mich zu erinnern, wenn nichts Falsches jetzt sagen. Und was ich auch schön fand mit dem White Noise am Ende, mit diesem Rauschen, dass das quasi so und jetzt lasse ich alles gehen, jetzt lassen wir das alles rausfließen, alles weg jetzt. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, so dieses Abschluss von diesem Kapitel. Und jetzt haben wir drüber geredet, jetzt habe ich das rausgelassen und jetzt ist gut. Genau. Ja, und damit ist auch jetzt für uns gut. Wenn es irgendetwas gibt, über das ihr noch sprechen wollt, wenn euch das Video mehr berührt hat oder die Themen, die wir hier angesprochen haben, als ihr gedacht hättet, teilt es gerne in den Kommentaren. Oder ich werde in der Beschreibung noch Links hinterlassen, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr über etwas sprechen wollt, wenn ihr euch Support wünscht, wenn ihr Hilfe sucht. Und ja, ansonsten passt auf euch auf, sorgt für euch, tut euch etwas Gutes. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann seht ihr bald mehr von mir. Es werden weitere Token-Sachen kommen, es werden weitere Ren-Songs kommen, NF-Songs. Und es wird mal mehr, mal weniger Deep Dive. Heute war jetzt wieder ein sehr langer Deep Dive. Aber ja, auch das wird immer wieder kommen, weil ich es einfach total gerne mache. Und damit beenden wir das Ganze. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns bald wieder.